Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Teil unserer Thaumaturge-Serie. Und ja, viel spannender hätte es am Montag, glaube ich, gar nicht enden können. Ne? Wir haben der Polizei Bescheid gesagt, wir haben den Anschlagstäter des Anschlags, der Bomber, wie auch immer man den nennen möchte, vom Wiener Bahnhof entsprechend enttarnt. Einen Kontakt hergestellt zu den Lechiten und diese sollen wir jetzt treffen, und zwar in Powiesle am Markt. Und dafür haben wir der Polizei Bescheid gesagt und dem Reporter, der uns ja auch am Anfang mal abgefangen hatte, bezüglich genau dieses Anschlags. Und jetzt schauen wir mal, wie sich das Ganze auflöst. Viel spannender hätte es eigentlich nicht enden können am Montag, weil jetzt natürlich auch interessant zu sehen, was passiert wirklich. Wir gucken mal eben, ob wir noch irgendwas aufbessern wollen können. Also hier ist erstmal alles voll, wie wir sehen, und das kostet 3. Wir können gar nichts aufbessern. My bad. Wir haben aber noch 3 ausstehende Salutoren, die uns noch fehlen in unserer Übersicht. Und ja, hier geht's Have you been los. waiting long? I'm a journalist. I can be patient when I know I'll be rewarded for it. I see that the carriage hasn't arrived yet. I'm sure they're watching us. Patience. Tell me what you have for me before they get here. I have information for you that may prove useful during the interview. Let's start with how you convinced the Lahites to reach out. It wasn't difficult. I tracked down the attacker. Christian Krull survived the explosion of his own bomb. He was lying in Praga hospital and is fanatically devoted to the cause. Not bad. And the culprit was right under Zhukov's nose all this time. Is there anything else? The target of the attack was Stefania Lipnicka. She ran a foundation on Nowogrodzka Street. The Lehites found out that Lipnicka Oh, wartet ganz kurz, müssen wir eben eine Sache stellen. Sehe ich gerade. was an informant. She'd handed over members of some Polish society from Vilnius to the authorities. Oh, einmal könnte es noch leise werden. Achtung. Sorry. It was meant as revenge. So, this was an attack on her. All other victims were unlucky bystanders, yes. Do you have any proof of Lipnitska's betrayal? I saw a congratulatory letter and a Russian medal in her office. In that case, I can't not write about it. You're doing fine. What else? A veteran of the January uprising was also killed by this bomb. A Polish patriot dedicated to the cause. A Catholic. That's not bad, but let's be honest, given his age, how long did he have left? Is that all? You're doing fine. What else? I renewed my contact with the socialists. Well, well. How often do you see Wanda? They want to be as far away from the Lehites as possible, and even go so far as to treat them with hostility. I like this dichotomy, a common goal and yet a moral challenge. I would very much like to hear the other side's version. You're doing fine. What else? You're doing fine. What else? Das ist so. Izabela Lipnicka, Stefania's little daughter, is at Praga hospital. She lost her eyesight due to the attack. And you probably want to suggest that I not mention her in the article. Your conscience, your choice. This is everything I've been able to find. Incredible. We must work together more often. Does your conscience bother you sometimes because of the things you write? Never, if what I write is the truth. A lot when I write to please the censors in the Courier. What exactly do you intend to write about the Lehites? I told you, the truth. I want to know if they're Polish patriots who made a mistake, or if they're Russian provocateurs who want to destroy the socialists. Or if they're just a bunch of lunatics. Lunatics. I think that's for us. Fine, let's not keep them waiting.
Der redet fast schon irgendwie der Rolle entsprechend eigentlich viel zu... Maszyna Hammonda. Dobra marka. Was ist jetzt hier? Finally. So, this is the famous Kimijits, the herald of the revolution. We have a lot in common. That remains to be seen. And this must be Mr. Szulski. Strange company for a socialist. I read your manifesto. If I'm bourgeois and Kmititz is a socialist, what are you? Patriots. Real ones. You will be the first to bring the testimony of the Lahites to the polls. You will be famous. What did you want to achieve with this attack? To sow fear in imperialistic hearts. To show what fate awaits those who betray Poland. Is this about Stefania Lipnitska? We want to use this interview to expose her lies, her betrayal. Let the people see her true face. She was no Pole, not a true one. Lipnitska's faults are not commensurate with her punishment. Tell that to those she sent to the scaffold. I regret that we could only kill her once, while she killed many. Lipnitska's daughter will be better off in the shelter. At least now she has a chance to grow into a patriot. And what about Ignacy Wisniewski, a veteran of the January uprising? He also died in this attack. Mr. Wisniewski would gladly give his life for the motherland. Agreed. Grand ideas require grand sacrifices. From what I hear, we understand each other. Your victims were all Poles. Doesn't that conflict with your postulations? Please, don't twist our intentions. What are the biggest differences between you and the socialists? Because a trusted source tells me that they have a decidedly negative view of your organization. Socialism is our biggest difference, sir. What's going on here? This interview's over. Palyaki, lay down your arms. You're surrounded, detained, and under arrest. I hope you resist. You betrayed us! Natürlich. Aber auch geil, dass er alleine kommt. Warum kommt er alleine? Warum bringt er nicht die Polizei mit? Naja. Okay. Ja, ich gehe erstmal auf den Messermenschen. Festhauch. Okay. Bam. Bam. Und come on. So, dann machen wir nämlich weiter. Machen wir ihn, peinigen wir und dann lasse ich mal hier. Bald 2. So.
Da. Greift er mich jetzt an, der Sack? So, jetzt ist er nämlich gebrochen. So, und jetzt können wir... Bam, bam. Didn't you mention the presence of the esteemed editor? I didn't want to risk losing our advantage, which was the element of surprise. It's all right. None of what transpired here will make its way into the courier, Mr. Fagin. Thank you. I can't wait to sit down and write. Can't wait for Kmicic to sit down and write, I mean. Can we get out of here already? There's one more matter I would like you to consider. That is, should you have the misfortune of dying before I do, would you be willing to bequeath me your brain for research? I don't think you'd have much use for it. I see. And now be so kind and disperse. This is no place for civilians. Hätten wir das nicht Tell me, mitgeteilt, WS, wäre das alles in nicht what rausgekommen, words ne? would you like to be described? I'd prefer it if Kmicic didn't mention me at all. As you wish. Who knows? Maybe it's the beginning of a beautiful friendship. I don't think so. I don't think so. Okay. Jetzt. So. Genau, dann haben wir das nämlich abgeschlossen. Das war eines der größten Quests, die noch da waren, ne? Wir haben jetzt die Möglichkeit, hier mal dran teilzunehmen. Dann können wir uns nämlich schon mal um den Golem kümmern. Das ist nämlich die nächste große Mission, die jetzt ansteht. Nicht zwischendurch wieder 10 andere Sachen rufen. Karte der Bayerischen Alpen. Sich dann nochmal ergeben. War jetzt zu schnell weg. So. Nicht, ob wir erst am Abend ankommen. War es jetzt gerade schon Nachmittag oder nachmittags? Ja, gucken wir mal, ob wir noch warten müssen. Das sieht aber eigentlich ganz gut aus, ne? Von der Tageszeit her. Wobei, nee, schon Sonnenuntergang. Könnte aber noch so gerade passen. Also früher Abend, Nachmittag, jo, könnte hinkommen. Ne? Ja, das ist es doch, oder? Es war bemerkenswert, aber ich werde es mir nicht nochmal ansehen. Die goldene Masken ähneln zu sehr den echten Dämonen, die ich in meinen Augenwinkeln sehen kann. Haben wir das nämlich auch erledigt. Und ja, ich glaube, wir können tatsächlich entweder das mit dem Golem machen oder gefährliche Freunde. Irgendwie wird das hier gerade mehr hervorgehoben. Okay, die Antwort des Arztes, da können wir eh noch nicht weitermachen, sehe ich gerade. Von daher, egal, dann machen wir erstmal hier weiter. So, dann machen wir erstmal Sprich mit Mordecai Chaya. Also ich glaube, der war das, der den in Auftrag gegeben hat oder so. Ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Es ist schon ein Moment her, dass wir die Mission angefangen hatten. Wir waren schon mal irgendwo in einer Synagoge oder in einer Kirche irgendwie so und hatten da ein Gespräch über diesen Golem und über Möglichkeiten, warum die jetzt uns irgendwie oder der uns auf den Weg, da waren wir schon mal in irgendeiner Wohnung, da haben wir auch noch irgendwelche Dinge mitbekommen. Also, ich kann es euch ehrlicherweise nicht mehr hundertprozentig wiedergeben.
Umso spannender jetzt nochmal zu gucken, wie es hier weitergeht und was es mit dem Golem auf sich hat. Wir erinnern uns ja, dass dieser Golem uns, als wir der einen auf der Flucht geholfen haben, auf deren Name ich auch nicht mehr drauf komme. You oozing carbuncle. You ain't had enough of Warsaw yet? So you're sticking your nose in on people here? You know what happens to fellas who sniff around where they ain't supposed to? Mirov don't kid around with them. I just wanted to stop by the laundry. He must have shit his pants. You'll have to find yourself another laundry. Ach ja, dann kommen wir mal hier. Hat irgendeiner eine Waffe? Nee, keiner. Dementsprechend relativ entspannt, würde ich mal behaupten. Er ist angegriffen und er ist angegriffen. Dann Platz. Der kann, irgendwie kann ich den nicht verwunden, ne? Das ist auch krass. Dann machen wir erstmal warum kriege ich den denn auch nicht? Fokus gepeinigt? Warum kriege ich den nicht? Eigenschaft deaktiviert. Vielleicht war es das. Vielleicht war es das. So, mal hier machen wir. Ja. So, Eigenschaft deaktiviert. Ja, ist jetzt hier kaputt und ja, theoretisch könnte jetzt jeder. Ich glaube, ja. Genau. Endet das. Es war eigentlich dumm, den da zu nehmen, aber egal, wir sind eh knalle überlegen, muss man sagen. Dementsprechend. Platz. So, was war das? Hier, irgendeine Hinweis für mich. Geflickte Jacke. In die Jacke haben sich raue Flüche verbissen ausgestoßen in aufgestauter Wut auf seine Frau, die es wagte, den fadenscheinigen Karo-Stoff und die abgewetzten Flicken zu kritisieren. Das ist seine Lieblingsjacke. Was soll's? Wenn er darin wie ein Bettler aussieht. Es muss nicht schick sein. Es ist da und es reicht. Na dann. You're talking nonsense! By Abraham's beard, that's the way it was. Did you hear about Praga? I'm at the harbor getting fish, and half the wharf is in splinters. They said there's even bodies. More bodies than they usually fish out of the Vistula, practically every day. They were only just writing about Povishle. But listen to this. They're saying it's some giant did it all. You sure? Maybe I can help. Recently, I've taken an interest in one of those. Leave us alone. Did you wander in here by mistake? I hope those guys outside are your relatives. Otherwise, you're paying too much for your protection. Are you scared of something? I'm not easily frightened. I have the time spent working with your father to thank for that. You got some dirty laundry that needs cleaning, Mr. Szulski. You were curious how my father died. Beneath the ruins of a building in Śródmieście. That's awful.
How did it happen? I'm glad you're asking. A remarkable death, isn't it? Yes. Let's have a word about your conflict with my father. There was no such thing. I have warm feelings for the store, and his father as well. Why did you quit working for my father? It was a mutual decision. I know that you and my father parted ways in bad terms. What happened? We both had difficult personalities, but I still remember him fondly. You're not? I don't have to. I'm leaving now. Farewell. Ja, das war jetzt nur Blabla. Ich wollte jetzt erstmal hier weiter gucken. Verlorene Mütze. Die Mütze trief vor Irritation über einen gescheiterten Versöhnungsversuch. Wie lange soll man versuchen, jemandem etwas zu erklären, wenn diese Person einfach nicht zuhören will? Wenn man einmal für schuldig befunden wurde, ist es unmöglich, die Unschuld zu beweisen. Fakten und Einwände sind wirkungslos im Angesicht grenzenloser Wut. Gruppenfoto im Büro. Das Foto ist von einer dicken Schicht der Reue. Als Vater und Mordecai bei einer feierlichen Eröffnung des Landes. So, das Foto ist von einer dicken Schicht der Reue und Enttäuschung bedeckt. Mordecai hat wirklich an all die Dinge geglaubt. An Freundschaft, an gute Absichten, daran, dass Stanislav Szulski ein guter Mensch ist. Leider lag er in allem falsch. Von der Freundschaft ist nur noch Verbitterung übrig. Okay, ich gehe jetzt erstmal zur Synagoge. Ich glaube nicht, dass hier noch weitere Dinge sind. Wäre jetzt meine Vermutung. Weil normalerweise erst, wenn wir dann wie so eine Schlussfolgerung haben, ne? Also wenn die Indizien gesammelt sind und daraus sich eine Schlussfolgerung ergibt, hat man eigentlich auch wieder neue Kontextmenüs in den jeweiligen Gesprächen. Selten, dass das nur über eine Information oder ein Detail möglich ist. Dementsprechend schaue ich mich jetzt hier erstmal um. Hello. You said a month, 2 at most. I believed you. Then came the very first rain, and it was pouring in again. You fixed it, then the next rain. Soaked. I can't sleep because I have to keep emptying buckets. It's leaking just as badly as it was before. But the eyes of God are in every place. Mit seinem They're Bart los. watching. Rabbi, when I said 2 months, you said there was one hole in the ceiling, but the whole building is in shambles here. I can do it. Quiet. You can seal up your daddy's barn with straw. The roof is gonna get holes because the foundations are crumbling. So, let's go down to the basement. Oh no, definitely not there. So. Why do you afflict me so? I know why, because you know I shall bear it. Well, sir, are you just here to listen, or have you got something to say? Am I speaking to Rabbi Sofer? You see, all I gotta do is mention these cellars and his name comes up. Would Hashem let a synagogue be haunted? Hey now, quiet. You're too late, I'm afraid. My name is Feldman. Rabbi Sofer departed this world almost a year ago. Forgive me, I have worldly matters to attend to. I understand, Rabbi. And if someone were to help you with these workers? In the words of the market woman trying to tempt a Jewish man into idolatry, what harm would it do? I understand. Muss ich jetzt gegen die kämpfen, oder? Okay. Einmal für Regenwasser. Das Wasser ist wohl an mehreren Stellen undicht. In der Wasseroberfläche spiegelt sich ein Gedanke so rein wie Schnee und so kraftvoll wie ein Hagelkorn. Das Haus Gottes darf nicht aussehen wie eine Ruine. Es ist einfach nicht richtig. Es muss etwas unternommen werden, bevor es zu spät ist. Riss in der Wand. Aus dem Riss, der vom Boden bis zum Dach der Synagoge verläuft,
tropft stetig Wasser. Hinter dem Riss in der Wand versteckt sich die Angst vor der gerechten Strafe, die Gott all jenen zukommen lässt, die es wirklich verdienen. Wenn es nicht Gottes Wille wäre, würde dieser Ort nicht so aussehen. Irgendjemand muss zahlreiche Sünden begangen haben. Anders ist der gegenwärtige Zustand der Synagoge nicht zu erklären. Alte Leiter. Sie ist alt und verschlissen. Sie wurde wohl schon für viele Renovierungsarbeiten eingesetzt. Die Leiter wurde voller Elan aufgestellt. Sie strahlt tiefste Überzeugung aus, dass es eine Ehre ist, das Haus Gottes wiederherzustellen oder wiederherstellen zu dürfen. Eine gute Tat, die der Allmächtige und seine Herrscharen sicherlich wahrnehmen werden. Diese Arbeit ist ein Geschenk. Die Renovierung der Synagoge. Die Arbeiter sind fromm, aber ihr Glaube hat sie zu verschiedenen Schlussfolgerungen geführt. Der Jüngere möchte den Tempel zu Ehren Gottes so schnell wie möglich renovieren. Der Ältere befürchtet, es könnte eine Sünde sein, etwas wieder aufzubauen, was von Gott zerstört wurde. Ich sollte dafür sorgen, dass sich die Interpretation durchsetzt, die sich mit meinen Zielen deckt. Man ahnt bereits, welche das denn wohl sein könnte. Back up. God helps those who help themselves. But maybe you're right, Rabbi. Maybe Hashem is afflicting us, setting a test for us. You heard the guy talking about Sofer. The old man cursed this place, especially these cellars. So I'll go on my own and show that Hashem protects me against curses in Hashem's domain. On your own. You can seal up your daddy's barn, right? Fine, let's go. You've gotten the better of me again, Hashem. Your tests still surprise me, but if this is your will, I think Hashem has sent you to me. Who are you? I'm the son of Wiktor Szulski, and I really need help. Let's go into my office. Let's show Hashem we accept the challenge. Ah, Musik. Predigten über Simon den Magier. Predigten über Simon den Magier, Kapitel 15? Ne, 25. Als Simons Lehrling ohne seine Aufsicht einen Golem erschufen, weigerte sich dieser zu gehorchen, ging umher und tat, was ihm beliebte. Als sie ihn mit den ihnen bekannten Methoden vernichten wollten, reagierte er darauf nicht und plagte sie weiter. Schließlich wandten sie sich beschämt an ihren Herrn und er sprach zu ihnen: Das, was geschaffen wurde, kann nur an seinem Geburtsort vernichtet werden. Und so lockten die Lehrlinge den Golem an den Ort, an dem er erschaffen worden war, und er zerfiel zu Staub. Zufalls Nachricht. Gestern, als ich zur Grybschowska-Straße lief, überkam mich auf einmal ein starkes, fremdartiges und zugleich vertrautes Gefühl, das dem ähnelt, wie ein Salutor in der Nähe ist. Er traf mich mit voller Wucht, als ich am Markt vorbeilief. Ich habe diese Art von Energie noch nie gespürt. Sie war exotisch, wild. Dieser Neuankömmling ist nicht von hier. Das heißt ja eigentlich, ist Sofer vielleicht auch ein Thaumaturge war, also ein Thaumaturge. Rabbi Sofer put a curse on my father. Unfortunately, it started affecting his children as well. A curse is a serious accusation, you know. I find it hard to believe Sofer would do such a thing. Maybe, Rabbi, you could tell me something about golems. Son of Stanisław, golems are a matter of Kabbalah, and you are not allowed to study them. It's a trap for a soul. There are tales of golems being summoned for revenge, or in good faith, for protection. But they all end rather badly. And you claim that Sofer supposedly sent a golem? I don't know. Did the old rabbi perhaps leave some things here? May I take a look at them? Yes, here you are. All his books are here. I don't think I threw anything out. Is there anything else I can help you with? Rabbi, could you tell me something about Sofer? He was fair, but also difficult and very principled, like this city. Riots, provocations, pogroms, overpopulation. But if he's the one who inflicted the curse,
He must have been a powerful Thaumaturge and Kabbalist. Okay. Aber hier, ihr Lieben, machen wir das nächste Mal weiter und werden weiter rausbekommen, wie wir den Golem zerstören können. Wir haben ja schon ein bisschen was gelesen. Wir sollen ihn an den Ort bringen, wo er erschaffen worden ist. Da würde er zu Staub zerfallen. Schauen wir mal, ob das tatsächlich hilft und ob wir das hinbekommen. Aber das ist die nächste große Geschichte, die wir hier versuchen zu lösen. In dem Sinne, wir sehen uns nächsten Donnerstag wieder. Diese Woche waren ja zweimal Thaumaturge und dann in der nächsten Woche leider nur einmal. Dann aber am Donnerstag und dann geht es hier an der Stelle weiter. Bis dahin, euer Kentri. Ciao, ciao.